48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 5. Episode des YPC Boat 2025 und damit zur Auftaktfolge in Gruppe C. Gleich 2 Teams aus dieser Gruppe standen im vergangenen Jahr auf dem Podium und sind deshalb die Top-Anwärter auf den Gruppensieg. Henry Fies und Gerald Vierhaut starten erneut für Fox Rage. Die Niederländer sind schon lange keine Geheimfavoriten mehr und wegen ihrer herzallerliebsten Art auch bei unserem Produktionsteam sehr beliebt. Nach Bronze in 2023 und Silber in 2024 ist völlig klar, welches Edelmetall sich die beiden Freunde nach dieser Auflage um den Hals hängen wollen. Die tschechische Angelbekleidungsmarke Adventure & Fishing vertraut zum 2. Mal in Folge auf Kultfranzose Frédéric Julien und WPC-Mehrfach-Medaillist Honza Hubka. Bei ihrer ersten gemeinsamen Boot-Teilnahme holten die beiden direkt Platz 3. Freds ehemaliger Teampartner Luis Mendes hat solche und sogar noch größere Hechte schon öfter auf dem Big L Fishing Channel präsentiert. Als YPC Bank Dritter reist der Dortmunder in diesem Jahr mit viel Rückenwind an und angelt außerdem erstmals beim YPC Boat unter eigener Flagge. Mit dabei das fleischgewordene Big Fish-Versprechen David Skowronek. David ist seit vielen Jahren als Pro-Staffer für Monkey Lures tätig und hat Louis bei unzähligen Touren begleitet. Die beiden Ruhrpottler sind also ein eingespieltes Team. In Gruppe C angelt noch ein weiterer David, der aber in der Regel bei seinem Zweitnamen gerufen wird. David Paul, genannt Paul Kraus, tritt wie im Vorjahr gemeinsam mit Christian Jülke an. Diesmal nicht für Neuke, sondern für einen anderen engen Partner von Luarnetic, den japanischen Schnurriesen Sunline. Beim letzten Mal fehlten den beiden trotz starker Barschfänge am Ende gerade einmal 12 Punkte zum Finaleinzug. Mal sehen, ob das finesse-affine Duo in diesem Jahr den nächsten Schritt machen kann. Ganz neu beim YPC dabei ist Bite of Bleak. Das junge schwedische Unternehmen hat sich in der europäischen Turnierszene bereits einen Namen gemacht. 2 Siege bei der Perch Pro sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, auf welchen Zielfisch das Produktportfolio besonders ausgelegt ist. Jonas Norberg gehörte 2022 zum Gewinnerteam und bekommt bei der ersten Boat-Teilnahme nun Unterstützung von Jochen Elpers. Der Münsterländer ist ein absoluter Thundercrack und hat in Summe vermutlich schon Jahre auf den Turniergewässern verbracht. Wenn ihre Paradedisziplinen liefern und dann auch noch die Hechte mitspielen, könnten diese Newcomer für eine echte Überraschung sorgen. Komplettiert wird das Feld von Tailwalk. Die japanische Brand steht für hochwertiges, schnorkelloses Tackle und will nach der ersten Bank-Teilnahme im letzten Jahr nun auch beim YPC Boat durchstarten. Für den Erstversuch wurde mit Robin Imkamp ein Angler verpflichtet, der auf den Turniergewässern guidet und in den Vorjahren bereits für B1 und Bullseye antrat. Sein Bootspartner Guido Hill wiederum ist neu dabei. Als JDM und Tackle-Nerd weiß der Hamburger sich aber schnell und verlässlich auf nahezu jedes Szenario einzustellen. Soweit die Steckbriefinfos. Entscheidend ist aber bekanntlich auf dem Platz oder in diesem Fall auf dem Wasser. Für Gruppe C beginnt das Turnier wie für Gruppe A mit dem Lake Day. Welche Spots die Teams zum Start anfahren, sehen wir uns gleich an. Erst einmal nehmen wir aber ein paar Morgenimpressionen mit.
Trainer. Haben wir es jetzt? Ziehen wir dich erstmal an, wa? Herrlich. Hello guys, Team Adventure and Fishing. So I'm here with Honza, first day of the YPC boat, and we have a little procedure in the morning that we want to show you. Because we must do something special as always before the competition. It's really important to get something for the fishing gods. Please stay with us and help us. For another personal best, hopefully. Or for the best results. Yes. Cheers. Zum ersten Mal in der Geschichte vom YPC Boat startet Team Monkey Lures. Und wie hätte es anders sein können? Neben mir steht mein guter Freund David Skrowonik, Teamangler bei Monkey Lures seit vielen Jahren. Ich bin mit niemandem so viele Stunden auf dem Wasser wie mit ihm und deswegen war die Wahl klar. Vielen Dank schon mal dafür, dass du mich mitgenommen hast. Ja, mal gucken, ob du mir am Ende dankst. Dieses Turnierangeln ist extrem mit Stress verbunden, Ja. aber ich bin zuversichtlich. Das Training war gut. Ja? Das Training war gut. Wir haben alles gefangen. Deswegen seid gespannt auf unsere Fänge. Drückt uns die Daumen. Team Monkey Lures geht an den Start. Ohne Gnade. Welcome everyone to IPC Boat 2025. This is Team Fox Rage. You're going to start for the big pike, so you give this fellow a swim. And I will start with the Pro Grip. We will cast in the shallows. Try to find one of those big Hagen Fleet pikes. So I hope you all will enjoy it. We were very pumped and ready, and I hope you wish us luck and drück uns die Daumen. Yes, you go for it. Herzlich willkommen zum YPC Boat 2025. Wir fischen fürs Team Sunline dieses Jahr und starten auf einem Großgewässer. Ich starte jetzt am ersten Spot mit einem Smoke & Swimmer, Black Shiner, und werde hier probieren, Barsche ein bisschen zu jiggen. Und falls das nicht funktioniert, hat Paul Eine kleine Cheburashka am Smoking Dead und werde ein bisschen schleifen, falls die Barsche nicht so aktiv sind. Und dann gucken wir mal, was passiert. Drückt uns die Daumen. Auf jeden Fall. Good morning. Yeah, good morning guys. This is Team Bite Oblique checking in. Day one for us in Group C and we're super pumped for today. We think we have a good spot now. We are waiting for the start, 5 minutes left. So we are really excited. We hope to make some good fish for today for you on the camera. We will have some fun, I hope so. Yeah, let's go, let's go. Shake it. Wir starten. Team Tailwalk ist am Start. Der Spot wartet schon. Wir stehen gerade im Flachwasser. Geht direkt los, gleich auf Zander hoffentlich. Training lief gut. Ob das auch gut jetzt wird, wissen wir nicht. Wir sind aber sehr, sehr zuversichtlich, dass das gleich klappt. Wieder Hab Bock. Plan auf Messerschneide, ne? Plan auf Messerschneide. Wenn wir das so umsetzen, wie wir es geplant haben. No. Ein bisschen Risiko ist dabei, aber der Tag wird es zeigen und wir haben ein paar Optionen offen. Ja. Wir werden es sehen. Okay. Petri dir. Petri. Guido. So. Anspannung ist zu spüren. Bevor wir das Startgatter hochziehen, ein ganz kurzer Blick auf die Karte. 4 Teams starten auf dem Haringfleet. Fox Rage ganz im Westen, Sunline und Adventure relativ mittig und Tailwalk im östlichen Teil. Das Hollandsdieb wird, wie schon in Gruppe A, erst einmal gemieden. Monkey Lures und Bite Oblique beginnen stattdessen in Sichtweite zueinander auf dem westlichen Volkarak. Mal sehen, auf welchem der beiden Großgewässer die Fische heute in besserer Frühform sind. Okay, man, let's make it. Finally it's time. Yes. 2, 1, go. Warte doch mal. 4, Petri, wir starten. 3, 2, 1. erster Wurf. Okay, erster Wurf. Auf geht's, YPC Freunde. Boat 2024. Ja, 25. Das ist YPC 25. Junge, Alter, bist du ein Amateur. So no fish at the first cast, that's good. That's a good sign. Yep. First one. Oh man. Pike missing my lure.
heartbeat is now really high. My German guy is on fire. Get it. Got it. Yeah. That's closed. Whew. Okay, take Good job. On the extra shed in Albino Eye, right? Yeah. As usual. Well, first fish. Right. 54. Yeah. 54. Yep. Okay. Okay. Hey, show just presented is the first fish of the day. Small one with the extra shed. Albino AU. Can you release it? Yeah. Nice, Jochen. Really nice. I know where they are. You always do. Jochen ist das genaue Prozedere vor der Kamera offenbar noch nicht so gewöhnt. Vielleicht wollte er aber auch bloß verhindern, dass Nachbar Luis den frühen Fang spitz kriegt. Oh, was ganz Kleines. Mikrobarsch. Hm? Ja, ein Fisch. Guter Barsch. Guter Barsch. Guter Barsch? Ja. Oder Zander. Warte, dann hake ich hier einmal kurz mein Mikrozander im Wasser. Okay, ich habe meinen kleinen Zander enthaakt. Oder Zander könnte auch sein, aber der fühlt sich schon mal besser an. Das ist gut. Auf jeden Fall Punkte. Aber wir haben hier in den Tagen auch gute Zander gefangen, das heißt, das könnte auch guter werden. Das ist natürlich schön mit der Rute, eine weiche Angel, die federt alles schön ab. Jawohl! Hätte ich mal lieber den großen Kascher genommen. Ja, Alter. Jo. Mein erster Fisch für YPC Boat und gleich ein guter Zander. Herzlich so willkommen. Geil. Herzlich so willkommen geil. bei Monkey-Lust. Guck mal, was auskotzt. Film mal da ins Wasser. Guck mal. Ganz viele kleine Brutfische hat er gefressen. Und damit hauen sie sich gerade hier an dem Gewässer den Bauch voll. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier an dem Gewässer viel mit kleinen Ködern fischen. Ja, geil. Maschinengeil. Mann. Und Leute, schaut euch mal an, wie der den Köder inhaliert hat. Das war ein knallharter Biss beim Schleifen. Alter, das ist ein 70er Zander. Der hat den komplett drin. Richtig geil. Junge, Alter, das Mega. ist ein 70er Zander. Mega. Geil. Und ich zeige euch schnell einmal den Köder. Denn ich fische hier die ganze Zeit schon mit der neuen Farbe vom Krabby Louie. Die gerade rausgekommen ist. Ja, ein 7,5er am Skirt. Die Farbe Voodoo. nennt sich Snitchy die Fungi. Jo, genau. Snitchy die Fungi heißt die neue Farbe. Okay. Dann hau ich mal drauf auf die Scale. Okay, da haben wir einen. Aufrunden, ne? Nach 0,5. Ja, ist halb. 76er. 76er Zander. Petrimann. Geil. Der erste Fisch für mich, ein 76er Zander. Besser kann der morgen nicht starten. Wir geben jetzt Gas, die Fische sind aktiv und mal gucken, ob noch einer kommt. Aber der Fisch ist sehr, sehr wichtig für uns. Der Debütant lässt sich nicht lange bitten. Traumstart für Monkey Lures, auch wenn dieser Zander die Maße für das Big Fish Zertifikat hauchdünn verpasst. Morgens um 8. Ey, Big Fish Flachmann, einen kurzen. Alter, da sagen die auch so, Alter, ihr seid Alkoholiker. Big Fish Flachmann wird erst ab dem 80er Zander Turnier aufgemacht. Ist das so? Würde ich sagen, oder? 80er Zander und Hecht, Meter. Ja. Und Barsch ab, 48. Ja. Und ob der heute geöffnet wird, das werden wir später sehen. Ich hoffe schon. Denn das beruhigt auch immer so ein bisschen beim Angeln. Oh ja. Oh ja. Vor allem dieses Schleifen, dieses langsame über dem Boden kratzen. Das ist schon ein sehr undankbares Angeln. Ja. Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, ihr schleift einen Krebs über den Boden
Und wir versuchen natürlich den Krebs anzubieten, wo Steine und Muscheln sind. Dadurch, dass er immer wieder hängen bleibt, bekommt der Köder schon alleine seine Aktion. Ihr müsst ja nicht wild rumzupfen. Das funktioniert manchmal auch gut. Oder wenn ihr über die Steine den Köder rüber lupfen wollt. Aber ansonsten, wenn ihr so kleine Muscheln habt, ich mache gar nicht allzu viel. Ich schleife den immer nur kurz mal ein. Dann merke ich, dass eine Spitze wieder über die Muscheln läuft. Und das hat mir eben auch den Fisch gebracht. Wir fischen mit Angstdrilling. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Angstdrillinge montiert habe in meinem Leben, weil die sehr, sehr, sehr spitz und auf dem Teller tatsächlich beißen. Haben wir natürlich festgestellt im Training, dass einfach der Tellerschwanz sehr, sehr zerkaut ist immer. Ja, jetzt hatte ich gerade einen Stinger dran, der 1,5 Zentimeter länger war und der Gummifisch lief echt nicht so geil, weil es halt einfach viel zu weit hinten montiert war. Haben wir vorher nicht gemacht. Jetzt ein bisschen kürzer. Und jetzt gefällt mir das auch entsprechend, dass ich den wirklich langsam übers Kraut leiern kann und er trotzdem schön läuft. Das war mein Fehler. Bisschen zu lang gefischt, um jeden zu bekommen. What it is? It's a small sander, I think. No, what the fuck? First premium of the tournament, but it was a quite good strike at least. Yeah. Ja. Wahrscheinlich, weil ich den Stinger kürzer gemacht habe. Hinten am Tail einmal. Gleich ist der neue Köder. Da ist der Biss, da ist der Haken. Der war einfach zu klein. Ja. Oh, fuck! Fuck! Hey, he took my... You don't believe it. You have a hook on your light? Why do I buy a fortune? Some lures. Ich glaube, Frederik hatte gerade einen Fehlbiss. Ja, irgendwas sah so aus, ne? Ja. Da bestimmt immer das Tonnenseil erwischt. Oder ihm war leicht schwindelig. The one. Oh, not too good, but yeah, it's a good fish is fish. Yep. I better one. Yeah, still nice. Yeah. Go for it. Yep. So it's 56, I think. Huh? Mm-hmm. Exactly on. Yeah, Huh? 56. Okay. Yeah, I'm jigging with a heavy loaded tungsten jig, and there's 9.5 centimeters exochet and albino IU, and searching for the xanders. They're on the ground, so I go with little steps over the ground. Sometimes I go short, slow, there's a little drop off, and normally it should work. Doesn't matter if we got another one now, we will leave this spot for sure. Doesn't matter how big. Then we go to the other one, try to get a big one. Yes. Sounds like a good plan. Yeah. But there has to be more fish. Yeah, it has to be. Let's go. Ja, der erste Spot war nichts. Es ist hier so ein bisschen Spot-Hopping, Temperatursturz. Wir müssen Fische finden, die jetzt gerade Lust haben. Wollen wir jetzt hier keine Stunde verschwenden, gleich zum nächsten Spot springen, 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 bis wir irgendeinen finden, der Bock hat. Bis gleich. Now I'm jigging with plastic fish. Sometimes it's delivered much more than finesse tactics. I'm trying to make every single cast with a different lure, different color, different shape, and also different rod. An dem Gewässer haben wir super viele Hechte und deswegen fische ich immer ein ganz dünnes Titan. Das ist diesmal ein Monowire von Stroft, 4 Kilo. Das hat auch noch so eine leichte Dehnfunktion, wie man sieht. Und beim Schleifen habt ihr immer noch ein bisschen robustes Material, was über die Muscheln geht und nicht sofort kaputt geht. Und es ist definitiv hechtsicher. Wir haben damit schon sehr, sehr dicke Hechte gefangen und die sind alle ins Boot gekommen, weil wir eine ganz dünne Titanspitze fischen. Ja,
Köder, der Krabby Louie am Skirt, 7,5er, der liefert den nächsten. Ja. Ja, Fisch. Nächster. Welcher Fisch? Ich nehme den großen. Nicht so groß, aber der wird wahrscheinlich zählen. Ja. Cool. Lieber haben als brauchen. Geil, Mann. Das Schleifen funktioniert. Du bist eine Maschine. Das ist wirklich seine beste Fähigkeit, muss ich sagen. Nein, aber Schleifen, das hat der Typ drauf. Deswegen, wir angeln die ganze Zeit unterschiedliche Methoden hier auf dem Boot, damit wir wirklich alle Fische ansprechen. Und es war ganz klar, wenn geschliffen wird, ist das sein Job. Und wieder komplett drinne. Wir haben 54 cm. Okay. Die beißen schon mal. Wir hoffen, wenn die Sonne rauskommt, dass die Barsche ein bisschen aktiver werden. Aber bis dahin werden Zander und Hechte geangelt. Das läuft, das läuft. Boah. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Schnapp sie dir alle. Ich schleife hier alles ab, das Ganze. Junge, das ist wie so ein Kutter. Schlepp sie ab. Wie so ein Schleppnetz. Heute werden Kilos gemacht. Wir gehen heute hier auf Masse. Aber das ist wieder klassisch Turnier, ja. Sonst hängen die Fische immer. Und im Turnier hast du gleich erstmal einen Fehlbiss. Sehr gut. Ich werde jetzt mal die ersten den Köder wechseln. Mit ein bisschen mehr Gewicht. Vielleicht mögen sie es ein bisschen aggressiver. Mit hart gejickt. So, Mutti, da hängt er. So, erster Fisch im Drill. Wir haben hier einen Pike. Er hat auf jeden Fall Bock. Drin. Erster Fisch, Guido. Hä? Dritter Biss. Dritter Biss, erster Fisch. So soll es sein. G-Blade hat abgeliefert. Hängt schön hier vorne drin. Guckt euch das an. Ein 70er Fisch. Du bist genauso schlecht im Schätzen wie ich, ne? Oh, ja. Sorry, ich habe mich wohl doch ein bisschen verschätzt. Ist vorne dran. Ist vorne dran, der gilt auf jeden Fall als 82. Guckt euch noch mal an. Ich release ihn für euch. So. Guido. Sehr schön. Fischleim gemacht. Bringt Glück. Augenmaß wie ein Maulwurf im Nebel. Trotzdem ein solider Fisch zum Einstand. Robin zeigt uns sein Setup. Den Köder habe ich euch ja eben schon gezeigt, bevor ich ihn jetzt wieder ins Wasser haue. Einmal kurz zur Combo. Wir haben hier einen Prototypen von Tailwalk. Und zwar ist das die Moonwalker. Die war schon mal in unserer Serie. Das ist jetzt hier ein Prototyp für die neue. Ist eine ganze Ecke schneller, richtig geile Route. Ich fische hier auch eine Spinning, damit ich ein bisschen mehr auf Wurfweite komme, weil so Spinnerbaits, wissen wir ja, ihr seht es wahrscheinlich bei den anderen, die werden auch gerne mit der Caster gefischt. Ich bin ein Freund, mit der Spinning zu fischen, um auf Wurfweite zu kommen, um halt nochmal 5 Meter rauszuholen. Das haben wir jetzt hier gerade gemacht. Das ist hier eine 60 Gramm Route, passt perfekt die Kombo, kleine Titanspitze. Fluorcarbon da vorne vor. Wir haben super klares Wasser, deutlich klarer als die anderen Tage. Und jetzt mache ich auch wieder ein paar Würfe, weil die Fische beißen ja. Bremse fest und los geht's. So, we're going to start the power hour with the giant replicant wobbler. This is the 35 version and Henry has the 27 version. And I'm fishing with a Big Bait Extreme Prism X. It's a new rod. And yeah, it's a really good rod for big baits, also for casting big baits, but for this big one it's perfect for trolling. So we will give it a shot with our power hour. Yeah, well, I will try to catch a big one on the Power Swim, our new TR rod series, and a little bit smaller bait. So
let's go. Yeah, let's go for the power hour. Pelagisches Sharpshooting war in den letzten Jahren das Steckenpferd von Hendry und Gerald. Dieses Mal wird in der Power Hour geschleppt. Ein bisschen unerwartet. Ich bin aber gespannt, ob sich ein Hecht an dem gerade gesehenen Monstrum von Köder vergeht. Bei Adventure kündigt sich derweil der erste Platzwechsel an. Last cast and move. Yeah? Last cast and move. We need to tell this to the fish, you know, so they understand that if they want to bite, it's now or never. Yeah, now it's the time, guys. It's time. After, you're not going to see our ugly face. Half an hour. Big L Zander 54. And Guido Hecht, so pike 82. So some get a good start. It's a good. Get it. Yes. Get it. Oh, nice job. The plan is changed. Now we stay here for a bit more. That's a nice sander. Okay, and now it's a matter of trust. So we caught a 79. 79. Still a crazy good fish. Okay, there was a really nice tuck, and he grabbed the Exocet Albino IU on the Aka Kabuto 7 to 30 grams. Yeah. Really nice fish, and we will release it. Ooh. Ooh, that's so nice. David Zander war schon bärenstark, doch Jochen setzt noch einen drauf. Bite of Bleak übernimmt die Führung und eines ist jetzt schon klar. Die erste Spotwahl war ein Volltreffer, hüben wie drüben. Wie man sieht im Hintergrund, falls es noch niemandem aufgefallen ist, ist da ein Angelboot und tatsächlich ist das Bite of Bleak. Die fischen anscheinend auch das gleiche Gewässer heute wie wir. Mit Blick auf die Gruppe. Sieht so aus, als wären wir die Ersten, die heute hier an dem Gewässer auch die Fische gefangen haben. Ich weiß nicht, ob die anderen Teams hier sind oder am HV. Aber die Jungs fangen, wir fangen. Und das gibt uns wenigstens ein gutes Gefühl, dass wir hier an der richtigen Stelle sind. Also wenigstens im richtigen Areal. Die haben wahrscheinlich auch die Brassenschwärme gesehen hier an dieser Kante. Und dadurch ist natürlich sehr, sehr viel Fisch hier. Also nicht nur Futterfisch, sondern auch Räuber. Und die versuchen wir jetzt noch zu bekommen. Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Bluey. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und da kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm. Wir haben einen lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an einen Hecht, der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich. Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. Es ist Abriss-Sale bei Snox mit bis zu 50% Rabatt. Und richtig krassen Geschenken on top. Und mit dem Code HECHTUNDBARSCH5 gibt es sogar 5% extra. Und nur vom 2.3. bis zum 9.3. auf snox.com. Sale verpasst? Gar kein Problem.
Mit dem Code Hecht und Barsch 20 sparst du auch nach dem Sale 20% aufs ganze Sortiment. Goeie vis. Ja. Ik zou eng af vinden daar. Die komt dan, moet ik zeggen. Komt al in de buurt, hè? Juist, dat is wel de snoek. Wow. Ja! Yes! Oh, what a giant! Oh, tactic is working. Put him on anchor. I'm shaking. Oh, great. Oh, plier. Yeah. Because otherwise it jumps out. Here I got the plier. Can you keep the net low? What do you? Better safe than sorry. What a fat pike, Mike. Unbelievable. Gerald. Oh. I take the head. Oh. 122. Oh, 122.5 makes it 123. Yes! What a pike. Oh, it's amazing. Whoa. What a pike. He's really heavy. This is what we came for this technique. Gerald has trained it a lot last days and now it pays off. It's great. It's really good. What a pike. Oh, it's amazing. And it's so fat. Yeah. Whoa, what a fish. What a fish. There it goes. You're the man. Oh. Come here. Oh. What a fish. What a fish. Unbelievable. Oh my gosh. Wenn sich Gerald und Henry zu einer Umarmung hinreißen lassen, weiß man, um welches Kaliber es sich handeln muss. Wahnsinn! Und auch wenn dieser adipöse Hecht den YPC-Boat-Längenrekord um 3 Zentimeter verfehlt, bedeutet er für die Konkurrenz eine schwere Hypothek. Gerald lässt das Ganze noch einmal Revue passieren. Yeah, we just did slow trolling with a giant replicant. The wobbler, it's a lure of 35 centimeters, so a really big lure. And I fished it with a big bait Extreme. That's a Prism X rod. It's a really nice rod for 280 grams casting weight, but for trolling such a big bait, it's an amazing good rod. And you can also see that you also can handle big pikes with it, so that's really good. Oh, I can't take it out of the net, but yeah, this is the lure. This is the lure. I borrowed the lure from our friend Ruben. He's also fishing for fox. So, Ruben, thank you for your lucky lure. Yeah. But I don't think you get it back. Wow. 123 is super good fish. That's a good fish. Congrats guys from Fox Rage team. Good job. Henry and Gerald. Really good guys, really good competitors. Always on the top, always. And now they have 123 centimeters long pike. It's what is great catch in normal fishing, big fishing, and it's mega in competition. Congratulations, guys! Wow,
1,23 Meter ist auf jeden Fall krass. 1,23 Meter erstmal hier auf den frühen Morgen, will ich auch hinnehmen zum Wachwerden. Warte mal. Kann man nur einen Hut vorziehen. 1,23 in den ersten paar Minütchen vom Turnier. Klasse Leistung. Ach du Scheiße. Hey! Den nehmen wir mit der Hand, alles gut. Mini-Zander, er kann sofort wieder zurück. Also könnt ihr ein paar Jahre ohne Zander angekommen. Ja. Is close? Really great. Really big. Fuck, I lost it. Fuck. Da. Fisch. Barsch. Ja. So, ich habe hier einen Barsch im Drill. Ist auch schon vorm Boot. Drin. Ich hebe jetzt extra nicht ganz Genau, raus. Dankeschön. Noch nicht ganz die Größe, aber ein Barsch. Kennen wir schon. Selber Köder, muss ich nichts mehr zu sagen. Hier ist der kleine süße Mann. Der hat aber ordentlich Hunger. So, ich glaube, der zählt hier als 34er. Schöner Fisch, den wir direkt wieder zurückwerfen, weil wir wissen ja, Barsche kommen in Trupps. Und zuhauf. Mhm. Und vielleicht finden wir da noch einen. Das ist auch gerade so ein bisschen der Plan, dass einer einen Köder im Wasser hat, wo halt nicht nur die Zander und die Hechte drauf beißen, sondern dass wir auch immer noch mal eine Chance haben, richtig dicken Barsch im Kraut zu fangen. Richtig dick war er noch nicht, aber für den Anfang besser als nix. Ich report schon mal. Dankeschön. Wir müssen jetzt versetzen irgendwie. Wir versetzen mal ein bisschen das Boot. Also frisches Wasser noch mal haben zum Abwerfen. Fisch. Fisch? Ja, Alter, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe den liegen lassen. Großer Kescher. Ja. Hecht, glaube ich. Das ist ein Hecht. Bitte, sein Hecht. Bitte. Oh, bitte, David. Ne, Zander. Aber ein guter. Ey, ich habe den liegen lassen, als du gesagt hast, ich versetze das Boot, einfach liegen lassen. Und beim Anziehen hing der. Junge David, Alter. Der fühlt sich gut an. Das ist aufregend. Dicker Hecht. Hecht. Ja, geil. Bitte, der ist so wichtig. Verliere nicht. Der ist so wichtig. Oh Mann. Mit der Angel müssen wir jetzt ganz easy machen. Die hat nur 17 Gramm. Und das ist ein guter Hecht. Der wird 90 haben. Bin ich nervös. Jetzt kommt das Fluch. Jawohl! Unser Angstgegner. Ey, wir haben so schlecht Hecht gefangen. Wir haben so viel probiert. Und da ist unser Angstgegner. Geil! Und der ist gut. Ja. Ich bin happy, Alter. Alter, Ich bin happy, Mann. Du bist eine Maschine, Mann. Du bist eine Maschine. Das läuft. Geil, da ist der Hecht und das ist ein guter. Der hat 90. Hey, und wie gerade gesagt, schön mit der Titanspitze angeln, weil beim Schleifen kommen immer wieder dicke Hechte. Und der ist sehr, sehr wichtig für uns. Okay. Vorne liegt er an und hinten haben wir, warte, jetzt. Berührt die halb? 98. 98 cm. 98er Hecht. Hey, boah, der tut so gut, unfassbar.
Boah, ich bin erleichtert. Ey, es läuft bis jetzt perfekt. Wir haben gute Größen. Der geht wieder schwimmen und hoffentlich bekommen wir noch einen davon. Es läuft. Unser Plan geht auf. Hey. Maschine, Alter. Geil. Mann. Der Typ am Schleifen, ja, dieses langsame Angeln mit dem Krebs, das hat der Typ drauf. Das ist unglaublich. Sehr wichtiger Fisch. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hecht heute. Das ist nämlich heute unsere eigentlich große Mission. Wir wissen, wir kriegen jetzt Zander. Wir kriegen auch mit Sicherheit Mitte 30er Barsche safe. Vielleicht auch etwas größere. Darauf wollen wir auch angeln. Aber es ist ganz wichtig, dass wir 2 Hechte fangen. Und mit dem Hecht, ein 98er, haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Fisch. Wir haben 2 Fische, die wir nicht mehr upgraden müssen. Wir haben einen guten Zander, einen guten Hecht. Und ich denke, wenn gleich die Sonne rauskommt, gehen die Barsche noch mal richtig los. Wir machen weiter. Team Ankylurs! Team Ankylurs! David feuert aus allen Rohren. Das Schleifen mit Cross ist nun wirklich keine designierte Hechtmethode. Trotzdem trifft's hier und heute offenbar den Geschmack. Nach nicht einmal 60 Minuten könnte Monkey Lures schon 2 Fische fest einloggen. Bei Sunline wiederum ist das Board noch blütenweiß. Ja, die ersten Fänge sind drin jetzt. Müssen wir auch mal eben nachlegen. Langsam aber sicher. Also den zweiten Spot, den haben wir jetzt abgejiggt komplett. Hat jetzt leider nicht wirklich was gebracht, also nichts Nennenswertes. Jetzt werden wir erstmal die Power Hour nutzen. Erstmal Spotwechsel und dann geht es los. Power Hour. Ja, Fisch, sehr schön. Wiedergesehen. Zander. Den wir suchen. Oh, schöner Zander. Richtig schönes Ding. Dafür sind wir hier. So. Der hatte Bock. Geil. Da hat ihn Upside Down genommen. Erster Fisch für mich nach dem Fehlbiss. Wurde auch mal Zeit, ne? Haben wir schon. Hammer. Geil. So muss es sein. Hammerfisch. Das ist die wir suchen. 75, wa? Ja, 75er. Gerade noch von gesprochen. So soll es sein. Und zurück damit. Kaum wurde es flacher, kaum wurde es drüber. Bleiben sie auch hängen. Schön. Sehr geil. Ja, der Fisch kam gerade auf ein Major Craft Stubby Shad. Auch relativ neu im Programm. Wir sind froh, auch endlich mal ein paar gescheite, größere Köder über 5-6 Inch mitgebracht zu haben. Da heißt Stubby Shad, weil der links und rechts, ich weiß nicht, ob man es im Profil so sehen kann, 2 recht steife Flossen hat, um einfach einen stabilen Lauf zu ermöglichen. Aber der Tail ist halt sehr, sehr hochfrequent. Finden die Fische sehr, sehr geil. Es muss nicht immer wie wild flanken und aufblitzen. Ein stabiler Lauf, wie es sein Name schon verrät, ist auch schön mit einer schönen Tail-Aktion hinten. Der hat jetzt den Fisch und auch schon einen Biss gebracht. Yeah, so we know the fish are here. We can see the bait fish on the map. We got some really good ground, so we're not getting any bites. So I'll try the Nasibu worm with rattle. It's a TP bait, floating material with a little rattle chamber in the top. So this could be a killer day like this. Great tip with if you do TP material, take a bit, put it over the place here, and then you do the knot. Then it can't get off. Not big, but our first fish. Our first fish there. Our first fish is there. Come on, come on. Is he only small? It's really small. Maybe sizable. Maybe sizable. He threw out small bait fish. Yep. This small zanger throw out some small perch or something like that. Maybe it's goby. A little bit. 44. We are in the game with this small zander.
it's our first fish. Let's send to us some bigger ones. Bye bye, money. You notice that we don't have the official measure board. We have the one from the YPC France. We forget our official measure board this morning. We were thinking about fishing. So Tony and the organization allowed us to use this one, which is the official one as well, but for another YPC. So thank you guys. Promise next time we will have the official measure board on board. Matte zwar nicht an Bord, dafür jetzt Punkte auf dem Board. Nur Sunline bleibt damit vorerst fischlos. Paolo und Christian haben sich inzwischen am 3. Spot des Tages eingefunden. Im Training waren wir auch schon hier, haben mit recht kleinen Gummis. Also erst haben wir die Kanten hier abgejiggt, uns gewundert, warum da wirklich nichts geht. Da haben wir die Stange mal reingemacht und gesehen, dass die Fische wirklich so 2-3 Meter über dem Boden stehen, und mit stark am Gejigge, das hat es ja nicht getriggert. Aber als wir dann mit kleinen Gummis, also klein im Sinne von 5 Inch, so ein bisschen angeworfen haben und über den Kopf geleiert haben, das hat funktioniert. Da hoffen wir jetzt, dass das wieder funktioniert. Das Training ist jetzt 2 Tage her und wir werden es sehen. Und damit startet jetzt die Power Hour. Fisch oder Brasse? Das kann auch eine Brasse sein. Großer Kascher, oder? Ja. Muss ich jetzt zugeben. Hoffentlich ist es ein vernünftig gehackter Rollbar, nicht eine Brasse. Aber es fühlt sich an wie Kopfschläge. Ja. Gar keine Frage. Aber das habe ich auch schon mal über Brassen auch gedacht. Wir sind in einem Gebiet, hier sind aktuell so viele Brassen, hier ist alles voll, man sieht die an der Oberfläche. Und dazwischen stehen halt immer wieder gute Fische. Und wir hoffen einfach, dass das jetzt wieder ein Licht ist. Das sind so krasse Kopfschläge. Ja, echt. Jawohl, Alter! Unglaublich, unglaublich. Wir haben es geschafft. Mann! Wir haben es geschafft. Das war unser Ziel, Mann. Das war unser Ziel für heute. Wir können reinfahren, oder? Hey, und wir hatten die Tage so schlechtes Wetter. Wind, Regen, Hagel, Sturm. Und wir haben gesagt, am Anfang der Woche wird das Wetter besser und hoffentlich haben die Fische mehr Bock. Und die haben mehr Bock. Auf den Prototypen. Geil. Das ist der erste Jig-Spinner von Monkey Lures, der bald rauskommen soll. Perchnado. Die Farbe und die Form ist noch nicht 100%ig fertig, aber wir testen hier natürlich verschiedene Blades, verschiedene Gewichte. Und der hat schon richtig gut gefangen. Der hat schon richtig gut gefangen im Training. Und jetzt der erste Fisch. Und es ist ein Hecht. Und es ist so geil. Es ist so geil. Und da haben wir ihn. 78,5. 79. Junge. 79er Hecht. Geil. Alter. So wichtig. So wichtig. So, Kleiner. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich selber deinen Besuch gefreut. Sehr schön. Oh Mann! Und da seht ihr, wie wichtig das ist, unterschiedliche Methoden zu fischen. Einer ein bisschen aktiver, einer ein bisschen langsamer. Und das hat jetzt wieder den Erfolg gebracht. Und ich hoffe, das bleibt so den ganzen Tag über. Wir machen weiter. Wir sind im Rennen, Bruder! Ja, Köder kommt gut. Ja. Ist dran am Köder. Willst du wissen? Alter, der ist direkt ran gesprungen. Nochmal oder nächsten? Ja, mal sehen, machen wir nochmal. Ja, der schwimmt gerade wieder. Ich hab gedacht, der poppt gleich. Ey, ich hab wohl gedacht, dass der gleich ruft immer. Was ich auch begrüße, ist Then the other two is not too big, but it's bigger, I think. Jetzt good one. Good one. Oh, that's a really good one. Yeah, it's starting to fight really good now. Uh-oh. Careful. Yep.
That's It's getting heavy. careful. Yep. And yep. The sand game is gone. Now we're talking. Yeah, good job, Jochen. Okay. That's an old warrior. No, fuck. 81. I think, huh? 81. Exactly. 81, yeah. Boom. Boom, boom. Thanks a lot, my friend. Boom. Let's go. Yeah, so that guy told me the sander wouldn't be a problem today. And yeah, I guess he was right. 28 grams tungsten jighead, and then had a little stinger on it. I always work with it because really often they go for the stinger, and so this works perfect. Everybody was telling about you need a big lure for big fish. I don't think so, and today is a day for to show it. We are going for some bigger. So another one, and then we go only for perch and pike. Yep. Die Zandergrößen sind jetzt schon beängstigend gut und erfahrungsgemäß ist das der Zielfisch, bei dem am Ende die größten Punktedifferenzen zwischen den Teams auftreten. Jochen und Jonas haben also womöglich schon jetzt einen ganz entscheidenden Vorteil. Derweil wartet man bei Sunline weiterhin und zunehmend verzweifelt auf den ersten richtigen Biss. Im Training haben die alle beim ersten Zucken gebissen, jetzt kommen die alle nur hinterhergelaufen. Ei. Wenn Pech, dann mit Schwung hier heute. Fast 1,5 Stunden geangelt an einer Stelle. Die haben wir echt gut abgefischt. Wir haben immer ein bisschen das Boot versetzt. Wir fahren jetzt an einen kleinen Mikrospot, den wir im Training gefunden haben. Da haben wir alle 3 Fischarten gefangen. Den wollen wir einmal schnell abwerfen und hoffentlich noch mal ein paar Fische, noch mal so einen nächsten Schwung an Fische in die Gruppe reinspülen. So, auf geht's. Ich möchte mal einen Köderwechsel machen. Er hat ja schon gut geliefert, aber ich habe noch vollstes Vertrauen in einen etwas nicht so standardmäßigen Köder, ne? Und zwar ist das der Gilroyd mit einem Pulstail dran. Also ich habe den erst vor ein paar Tagen ausgepackt. Der hat den einen oder anderen Fisch schon gefangen. Ich musste schon wieder einen neuen Haken hier dran machen. Sieht aus wie ein kleiner Sonnenbarsch. Hat die Zander sehr, sehr gut gefangen. Wir haben auch schöne Hechte drauf gehabt. Die Zander haben ihn geliebt durch diese starken Druckwellen. Und schau mal so, was Imakatsu da Schönes gezaubert hat. So sieht's aus. Also. Ich habe dir das Flachwasser schon mal frei gemacht. Dankeschön. Ich will ihn wirklich hier für die Zander verwenden. Die meisten würden mich wahrscheinlich so ein bisschen für verrückt erklären. Und das war der erste Wurf. Ja, also kurzerhand. Aber wir haben einen kleinen Hecht. Wenn das jetzt noch ein Zander gewesen wäre. Ein wie eben umschriebener mittelprächtiger. Ja, erster Wurf, 5 Kurbelumdrehungen. Ich muss jetzt erstmal hier gerade gucken, ob ich ihn so zum Kescher kriege. Oh. So. Das ist ein ordentlicher Hecht. Ordentlicher Hecht. Wie soll ich es machen? Soll ich ihn drin lassen? Nee, krapfen. Krapfen. Habe ich schon gewundert, voll durchgestartet. Aber die ballern hier momentan alles weg. Pass auf mit dem Kiemgriff. Halt ihn nur ganz leicht. Guck mal hier. Und wieder zurück damit. Da geht's weiter. Da ist der Hecht. Klein, aber fein. Schöner Rapfen. Danke. Ja, ich würde sagen, der zählt als 63er. So. Und dann darf der auch gleich wieder schwimmen. Wir wollen ihn ja nicht zu lange hier auf die Folter spannen.
Der Hecht wird seinen Platz auf dem Board vermutlich wieder räumen müssen. Als Komparse bei der Köderpräsentation hat er sich aber sehr gut gemacht. Also, kommen wir noch mal dazu. Imakatsu Gilroyd, der Baby, den gibt es also auch noch größer. Ich fische ihn sehr, sehr gerne klein, weil dann ist er auch perfekt für Zander. Und ich habe auch schon Barsche da drauf gefangen. Der macht einfach unheimlich viel Druck, ist sehr einfach zu fischen tatsächlich. Geleiert läuft er meistens am besten. So yeah, power hour is over. It's over? Yes, but Okay. I think we did a good job with a nice pike. I'm really sure of that. The plan is now casting, but trolling with the replicants prove his power. Yes. With the personal best from Gerald. Yes, it was What my a pike. It was amazing pike. Oh man. So now switch to the one size smaller that Henry has and then I go casting again. Au, das ist mir vorhin durchgerutscht. Aber tatsächlich, herzlichen Glückwunsch zum neuen PB. Das erklärt dann auch die überbordenden Emotionen von vorhin. Gerald und Henry bleiben trotzdem erstmal bei den Hechten. Bei Bite of Bleak wiederum bahnt sich ein Zielfischwechsel an. So now we will do one more or two casts, then we will leave for perch fishing. Sanders, yeah, they're here. I think we can catch a better one. We had to upgrade the 56, but yeah, all the other species, perch and pike is also important. So Xander was not too bad with 79 and 81, but the 56 has to leave the measure board. Okay, man sieht auch schon Fisch. Und das ist richtig cool bei diesem ganzen System, dieses One-Boat-Network. Luis hat hinten die Fische im Endeffekt oder die Kante abgespeichert. Man sieht jetzt vorne im 360 genau die Steine und auch genau den Markerpunkt, wo die Steine sind. Also kann man jetzt ganz genau gezielt die Würfe dorthin machen. Und das werden wir jetzt machen. Und mal gucken, ob da wieder Fisch steht. Amma, hol mich bitte ab. 81 Zander, Bite of Bleak. Ja. 63er Hecht, Robin. Ja. Das kam halt nur der Hecht von Fox, ne? Ja. Sonst ist Im hier HV. im HV gerade tote Hose. Ja. Sonst auch noch keinen einzigen Fisch, ne? Ah. Warte mal, Honza wollte jetzt mal kurz das. Ja, wirklich, jetzt 44er Zander. Frederik. Hat er uns noch mal eines Besseren belehrt, dass es hier doch Fische gibt, die beißen. Aber 44er Zander ist, glaube ich, ohne das, was er gesucht hat. Einen ganz kleinen Schwenk nach links machst, dann siehst du auf jeden Fall, wo Fred gerade seinen 44er gefangen hat. Ich meine Gruppe schreiben, ach, ging schon los? Dass du um 10 ist Start. Yeah. But normally it has to be perch. No, it's fucking Xander. Sorry, guy. Ja, dann bleibe ich dabei. Oh nein! Nachläufer! Yep, hooked up. This might actually be a perch. Oh. Ja, jetzt hängt er. Oh, ab. It has to be. Or is it oh, maybe not. Oh, maybe it's a pike. Oh, not sure at all. I have to take this really carefully, but it's a fucking small sander. What the fuck? Oh. War das einer? Das war einer beim Losschlagen vom Kraut. Too big. Hey, it's a perch. Yes. 29, huh? So 29. Is that yep, that's good. Nice job, man. But it's again a really small fish. Maybe smaller, yeah, it's super small. That's one but you must in this competition. But it's really small zander. Great. Let's release him. Fish. Fred has fish also. Nice one. It's better one. Can you bigger net, do you think? Or? Yeah, I need the net.
Not the bigger one, or? Yeah, it's a bigger one. This one, it was dropped on the bottom. I take the rod and it was hooked. I mean, this is insane. This one looks better. Yeah. The better one. We have him. Yes! They are here. Look at this. I would just change to a bigger size, and there we go. This one is 61.5, 62. Yes. Well, man, that's a nice one. Allez, let's swim. Yes. Nice. Good one. That's not the start we hoped, because we wanted perch, but we take everything. And we take care of changing the species later. Let's go. Das hatte ja fast was von Ansitzangeln. Fred besorgt Adventa den ersten passablen Fisch. Wichtig für den Kopf. Bei Monkey Lures zieht man Selbstbewusstsein aus dem aktuellen Zwischenstand. Oh, nicht so viel, ne? Alles. Junge, wir sind auf Platz 1. Wer hätte das gedacht? We just did some casting for pike. Yes. One small was following the lure of Gerald, but Yes, he was following also the giant replicant wobbler. But no action. So we will change now to zander fishing. So we move to another part of the lake, and then we try to catch a nice zander there in the shallows casting. So let's go. Yes. Milk this fox. They have 123. I'm pretty sure where they catch her. Nur festgehalten. Yeah, but the 56 is out, I think. Might be. Nice. Looks like nice. 60. No, too close. Ja, sieht doch gut aus. Hm? Den habe ich aber provoziert, Alter. Sehr schön. Zander, gute Größe. Da ist er! Ja, das war nix. So. Was ein schöner Fisch. Der ist nämlich dunkel. Richtig geil aus dem Kraut rausgerupft. Guck mal die Flosse an, wie schön schwarz hier. Also wie schön die aussieht. Schöner Fisch. Den haben wir gebraucht. Gucken wir mal. 72. Geiles Ding. Guido. Und zurück. Plan hat funktioniert. Hammer. Mega Ding. Und wieder derselbe Köder oder hast du gewechselt? Andere Farbe nur. Andere Farbe. Der andere trocknet ja gerade. Und der hat er mich richtig schön auf links gedreht. Starby Shed, Major Craft, 7 Inch. Läuft. Ich habe ein bisschen was anders gemacht diesmal. Und zwar habe ich die letzten 2 Bisse ja im Kraut gehabt. Beim Freischlagen mehr oder weniger. Und jetzt habe ich mal ein bisschen stärker reingeruppt, als ich die ganze Zeit schon das mache. Deswegen meinte ich, den habe ich richtig provoziert. Das wollte er halt haben, ne? Einmal aufgeflankt und dann kam sofort der Tock. Mal gucken, ob ich es reproduzieren kann, ob das was ist. Damit hat auch Tailwalk 2 Zander in guten Größen und setzt sich an die Spitze. Während Guido schon ans Reproduzieren denkt, ist die Produktion bei Sunline nach wie vor nicht angelaufen. Ja, ringeschissen hier, aber volle Bude. Volles Ballett. Ja. Im Training lief's okay. Jetzt läuft's auf jeden Fall. Jetzt läuft's gar nicht. Nach Plan. Power Hour vorbei. Die ersten beiden Spots nicht gezündet. Ist bis jetzt ein gebrauchter Tag. Naja, dann probieren wir jetzt noch
Flachwasserkraut und die Tonne hinten jiggen. Ja. Dann gucken wir mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben, sonst wird es hier wirklich traurig. Du willst eine dicke Mutti aus dem Kraut rauszuppeln? Dann aufgepasst, denn der Perch Glider ist der perfekte Köder fürs Flachwasserangeln. Und jetzt kommt er in 3 neuen Dekoren. Wir fangen an, Terror Tench, eine dunkle Schleie, perfekt fürs sonnige Wetter und klare Wasser. Das zweite Dekor, Toxic Zebra, ein bekanntes Gesicht aus der Monkey Lures Familie. Diese Motorölfarbe haben wir jetzt auf den Swimbait gepackt, extrem UV-aktiv mit den grünen UV-Streifen, auch auffällig im Wasser. Perfekt geeignet, wenn das Wasser ein bisschen trüber ist oder die Lichtverhältnisse nicht perfekt, dann setze ich gerne diese UV-Bombe ein. Das dritte Dekor, was ganz Neues, es handelt sich um den Vato Loco. Er sieht nicht nur gefährlich aus, er ist auch extrem fängig. Wenn das Wasser richtig trüb ist, die Sicht unter Wasser sehr, sehr schlecht, den Köder nimmt sogar ein blinder Hecht wahr. Diese 3 Dekore ab sofort erhältlich. Wenn du jetzt bis zum 31.03. einen Geschenkgutschein für einen Online-Kurs in Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung bei der Anglerschmiede buchst, bekommst du einen Gutschein für den Hecht und Barsch Online-Shop in derselben Höhe gratis dazu. Das heißt, du kannst dir geiles Tackle im Hecht und Barsch Online-Shop bestellen und deine Freundin, Freund, Oma, Tante, Cousin, Onkel, Neffe, wer auch immer, kann endlich mit dir gemeinsam ans Wasser und die Rute ins Wasser halten. Also ab auf anglerschmiede.de und jetzt den Geschenkgutschein bestellen. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. W1 Boat Center. Willkommen an Bord. Wir haben wieder Familienzuwachs bei Monkey Lures. Denn an manchen Tagen wollen die zickigen Fische vielleicht nicht einen druckvollen Köder, der viel Wasser verdrängt. Dafür haben wir jetzt den Loopy Louie. Dieser lange Twister mit 25 cm ist relativ dünn gehalten, verdrängt wenig Wasser und hat ein sehr dezentes Laufverhalten. An manchen Tagen müssen wir ein bisschen experimentieren mit dem Bewegungsmuster und mit dem Loopy Louie habt ihr noch ein weiteres Ass im Ärmel. Der neue Loopy Louie jetzt auf hechtundbarsch.de. I'm just checking the side scan for spots where we normally sometimes catch the perch, but a few fish, but not enough to give it a try. So now we move on to the center spot. Fisch on. Kleiner Barsch. Kleiner Kescher. Ja. Okay. Boah, der ist wirklich klein. Einfach um Druck auszuüben für die Gruppe. Den habe ich. Hast du? 7,5er, kleiner Shaky in einer natürlichen Farbe, die nennt sich Honey and Sugar. Was haben wir hier? Ein 30er Barsch. Ist ja top. Schwimm in die andere Richtung. Oh, na, da ist er weg. Ja, hängt. Oh, geil. Oh, nochmal kleiner. Maschine, 25er. Doch, 26. Hoppa. Druck ausüben. Steil bergauf. Das Handy muss die ganze Zeit vibrieren bei denen in der Hosentasche. Ja. Auch wenn es nur die Kleinen sind. Einfach rein. Alle Fische rein in die Gruppe. Jeder Wurf. 28. Nice. Sehr schön. Richtig schönes Frequenzangeln. Was bringt uns jetzt hier noch so ein kleiner Barsch? Nichts. Da ist aber. Der ist ein bisschen besser. Ja? Ja. Okay. Das ist er nicht. Nee, auch nicht so viel besser. Noch ein 28er. Und Schuss. Was sagt man immer? Kleinvieh macht auch Mist. Druck. Yep. See, I think I can pick it up in the water. It's a really small. I don't know that there are perches like this in here. 20, 23, 10-3. I don't wanna. It's perch. It's a little perch. Yeah. Yeah. They are also there. Half. Yeah, it's 33. Look at this small beauty.
Yeah. It's not great. Whoop. The second for today, Johan. 31. Der Ansturm der kleinen Barsche vergrößert die Lücken. Monkey Lures hat als erstes Team alle Zielfische doppelt gefangen. Bite of Bleak und Tailwalk rangieren dahinter in Schlagdistanz und dann kommt lange nichts. Trotzdem wissen wir natürlich, die kleinen Barsche bringen uns nicht weiter. Jetzt packen wir die kleinen Sachen erstmal weg. Jetzt versuchen wir eine Stunde pelagisch die Fische zu bekommen. Denn ab 11 Uhr kommt viel mehr Wind als aktuell. Wir gucken mal, was wir heute wollen. Wir haben alles mit dabei. Ja. Über Fransenköder, V-Tails. Wir können Fische anwerfen mit Shads, mit dem Fat Louis. Ja. Mal gucken, was die Zander und Hechte heute so sagen im Freiwasser. Also, weiter. We start fishing for zander. And we are gonna cast into the shallow where still some vegetation is there. And we use lightweight, so only 5 grams of jig head. This is our Zander Pro shed. This is the slick shed. Let's go! Beim Pelagen benutzen wir heute den Bugmotor. Ich habe hier den neuen Minn Kota Ultrex Quest. Das Coole ist bei diesem Motor, dass man ein Fußpedal hat, was über einen Seilzug quasi den Bugmotor steuert. Das ist sehr, sehr direkt. Und ja, ich fahre heute die Fische an. David wirft sie an. Gut. Ich bin pumped, Mann. Ich bin pumped. Drücken wir auf den Knopf. Power Hour startet jetzt. Geber geht ins Wasser. Ich habe einen Fisch auf 5 Metern. Pelagisch? Anwerfen. Wichtig beim Anwerfen ist, dass wir quasi nicht zu nah den Fisch anwerfen, weil die Fische jetzt die letzten Tage oftmals etwas länger auch den Köder verfolgt haben. Da kommt der Köder gerade von David runter. Das Wichtige ist natürlich bei dieser Angelei, Boot, Fisch und Köder müssen in einer Linie sein. Das ist oftmals dann quasi der schwierigste Part. Wir sind jetzt am Fisch vorbei. No reaction. Wir hatten die beste Erfahrung gemacht mit den Fischen, die quasi schnell am Schwimmen waren. Die am Schwimmen sind, die sind meistens auf der Suche nach was zu fressen, sind meistens auch ein Tick flacher. Wieder keine Reaktion. Nee, lass mal anpelagen. Den werden wir einmal pelagisch probieren. Wir machen das meistens so, wir werfen die Fische, die flach stehen, erstmal aus Distanz an, weil natürlich so ein Boot auch eine gewisse Scheuwirkung hat. Und wenn der Fisch nicht reagiert, ist das manchmal so, die sind so träge. Und wenn man jetzt ganz lange einen Köder über den Kopf präsentiert, beißen die oftmals. Das ist ein Zander. Zander, ja. Das ist ein Zander. Ja, das wollte er nicht. Lass uns flacher suchen. Yes! Yes! Nice! Yes! That was good! Nice! Nice, nice, nice. Could be perch? Sorry? Don't think so. You are over my... No, it's coming, it's coming, it's coming. Good. But you are over my line. Or no? Yeah, yeah, but come there, come there. Where is my line? This way. Okay. Okay. Now it's okay. Where are you? Here is it. Come on. Zander! Yes! Alexander. Not big one, but we filled up the card. Yeah. 51. Okay for you. More. 52. 52. Nice. Okay. Let's release this one. Bye-bye. Yes. So I'm fishing with a spintail. Here I'm fishing at the Deraku. Personally, I like to fish with spintail that are heavy. Here I'm fishing 21 grams because I want this reaction. I want to be able to have an aggressive drive on the bait. So I really make some small twitch, pull it up, let it bang on the bottom again. Me, over the years, it's really how I develop my fishing with a spintail. And I think, especially in tournament, you should stick to really
your knowledge. You should not in tournament try things. You can try it personally, privately, but when you're on a tournament, just stick to your main forces, main technique. Doesn't work. Nope. Don't like it. No, same. Let's leave to the... First. Yeah. Then we make 10 cars. Yeah. See if anyone is home, and then we go to the pike spot. Yeah. And hope for perch and pike. Hey guys. Yes, Zander, just in front of my feet. I was preparing for the next cast, and then in front of my feet, bang, it took the lure. Nice little Zander. There is the Zander Pro Shed, totally gone. Yeah, fish. Swimming like a pike. Oh, it's a pike. It's a pike, okay. That's nice. That's good. Come here. Yes! Two fish. First release the sender. Do your go ahead with the sender. This one is 60. It's also on Zander Pro Sheds, but with the Fox Rage chatterbait. The Fox Chatter. That's a good one. 88, just on Felix's head. Nice, double hookup. That is cool. Yeah, double release. Okay, let's go. So, that was just a bit strange release. I have it. There it goes. Goodbye. See you in 3 years. There it goes. Yeah. Good job. That's how we do it. Team Fox Rage. Yes. Let's report those fishes. A bit of a Zander, the 56 is out, but it feels like pike. It is pike. It's pike, it's perfect. And it's in. Ooh. Yes, Jochen. Great job. Yeah, great job. Go further. So it is 78. Yeah. 78. Nice. Little one. Boom. Send your mother. He's fucking killing it. Das stimmt. Jochen übernimmt hier bisher klar den Löwenanteil und beschert seinem Team die Führung. Apropos Löwen, bei Fred und Honza ist gerade Fütterung. So, fishing in tournament, it's all about organization. Tackle box need to be perfect, so you cannot refuse anything when you present it to your target. Do you want something? Yeah. I think maybe you can dig under this one. Why not? It's, look at this. Yeah. This one is also nice. Na gut, wir hoppen jetzt von einem ins nächste Flachwasserplateau. Irgendwie ist der Wurm ein bisschen drin, aber Volkerak im Allgemeinen ist, Volkerak sage ich schon, Haringsfliet im Allgemeinen scheint heute schwierig zu sein. Irgendwo müssen wir so heute rankriegen. Wir brauchen 2 Barsche, 2 Zander und dann noch ein Bonus. Das muss heute kommen. Kommt. Hat noch weniger Gewicht gebraucht. Fuck, Mann. Mann. Einfach zuschnappen, einfach zuschnappen.
Da ist er. Nein, 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 den brauchen wir. Mehl. Oh nein. Ich setze die Poolbrille wieder ab, ist das okay? Ich wollte ihn nicht sehen. Da war der gute Hecht, den wir brauchen. Hängt. Nein. Ganz vorsichtiger Biss. Mhm. Ja. Da. Es gibt's nicht. Silbis? Ja. Das ist ein guter Zetti. Ja. Das ist ein richtig guter Zetti. Ich habe eben schon gesehen, das müsste ein 80er. Come on, nicht aus. Junge! Hat sich die Power Hour gelohnt, Alter! Alter, ey! Alter! Ist das ein Fisch? Fuck, Alter. Hat sich die Power Hour gelohnt. Nur noch 12 Minuten. Hey, und ich habe gerade noch zu ihm gesagt, sollen wir einfach abbrechen, sollen wir das tun, hier jiggen, dies, das, jenes. Und er meinte, nee, komm, lass uns noch weitermachen. Wichtig, ich suche weiter. Ich versuche noch ein paar pelagisch. Alleine. Leute, und da ist der Fisch. Yes, der Plan geht wieder auf. Auf welchen Köder überhaupt? Stalking Louis. Stalking Louis. Maschine, ey. Boah, geil. Richtig schöner Fisch. 84. 84 Zentimeter. Hey, das sind so wichtige Punkte. So geil. Ciao, Großer. Man muss einfach vertrauen manchmal in die Sachen haben. Das Pelagische ist zäh, aber oftmals kommen die guten Fische bei rum. Und das hat man jetzt wieder gesehen. Und vor allem viele. Nach seinem bärenstarken Debütfisch fängt David jetzt auch noch den bisher größten Zander des Turniers, wobei Steuermann Luis an diesem natürlich entscheidenden Anteil hatte. Monkey Lures setzt sich wieder an die Spitze und hat allein mit den 3 besten Fischen deutlich über 300 Punkte. On this spot I will try to fish a crankbait. We do it casting, we put the boat on the spot lock and it's around 4.5–5 meters deep here. There's a lot of zebra mussels and a big school of bream, and we think there can be zander and perch in between. So I use a long rod. This is the Thrill Seeker from Salmo. It's a perfect cranking rod. It's 2.70 meters, so you can make long casts. And it has a casting weight of 5 to 20 grams, so it's still soft enough to catch the perch, because you need a soft tip to don't lose them. And then I use the Striking Pro Series 5 crankbait. This one will easily go down to 5–5.5 meters casting, and hopefully we catch a nice perch here. So let's go. Yes. It's better fish. Please, please, please be a big perch. This one looks much better. And zander again, but nice one. Yes. Yes. This one is close to the 70. It's 69. Yeah, that's a nice zander. 69 centimeters. How much is it, this one? 69. Oh, good one. Let's release it. Fast. Also wir möchten, glaube ich, festhalten, dass wir uns mit der Gewässerwahl heute keinen Gefallen getan haben. Absolut nicht, nee. Das ist ja so mau. Also hier geht ein Haufen von nichts. Alle Spots, die wir trainiert haben, haben genau nichts gebracht. Ja. Bis auf den großen Hecht und die mittleren Zander von Honsa ist in dem ganzen Teich hier nicht viel passiert. Nee.
Was man jetzt vom Vollkarak drüben nicht sagen kann. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie im Vollkarak fischen. Ja. Auf jeden Fall fettes Petri, weil die Zander, die Serie da drüben ist schon sehr stark. Das ist ja eine Henry auch mit dem 1,23 Meter. Das ist ein geiler Fisch gewesen, ey. Aber gut. Das ist Angeln und nicht Fische fangen. Fish. Yep. Big one. A better one. Nice. Please be a bike. Oh, 56 is out. Yeah, I think so, right? Yeah, for sure. Oh no, fuck. How long? 56. Yep, he used to 56. Yeah. That was cool. Nein! Ah. Be an upgrade. Yeah, for sure. For sure. That's a 7. Oh, that's a pike! Yes, Pike! Yeah, perfect! Yeah. Fuck yes! Oh, it's an 83. Yeah, it's 83. Nice, Jochen. Really nice. Killing it. Whew, full card. It's crazy. Just need upgrade. Ah, der Wind ist schon mehr geworden, ne? Ja. Das war wirklich just in time, wie wir die Power Hour genutzt haben. Wir hatten vorher noch den Wetterbericht geguckt und haben gesehen, dass ab 11 Uhr der Wind stärker wird. Und wir haben jetzt genau 11:30. Ja. Wir beenden hiermit die Power Hour. Hey, ich würde sagen, das, was wir wollten, ein Big Fish haben wir bekommen. Und den haben wir bekommen. Wir haben nicht eine Stunde vergoldet. Nee. Alles richtig gemacht. Das sind wichtige Punkte. Ja. Falls ihr Interesse habt, das pelagische Angeln mal auszuprobieren, kann ich euch eine Sache empfehlen. Schaut euch mal die Routen von mir an, die Solution Contact, die Solution Statement. Da haben wir ein Modell mit einer Länge von 1,95 Meter. Für diese Angelei braucht ihr eine kurze Route, um nah am Geber zu fischen. Wir benutzen sehr gerne das Wurfgewicht von 15 bis 55 Gramm. Das ist ein bisschen leichter als viele andere pelagischen Routen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn manchmal die Bisse wirklich unter der Rutenspitze kommen, da braucht ihr eine etwas weichere Route. Die Route hat aber ab einem gewissen Punkt so viel Rückgrat, dass ihr genug Druck habt, um den Haken vernünftig zu setzen, um auch den Haken bei so einem großen Zander in die Maulplatte reinzubekommen. Checkt die Routen mal ab und jetzt heißt es Plan machen. Was wollen wir noch fangen? Ich würde sagen, wir testen noch mal die Stellen, wo wir viele Fische bekommen haben. Vielleicht wo wir einfach eine bunte Tüte bekommen. Genau, Barsche sollten wir vielleicht noch mal gucken, dass wir die noch mal irgendwo erwischen. Klingt nach einem Plan. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit so einem Big Fish Flachmann? Oh, ist so, ja, wir haben heute Morgen gesagt, ab 80, oder? Ab 80er Zander. Ja, dann, um das Mojo nicht zu killen, erstmal an die Arbeit. Ganz wichtig, Pintchen nie waschen. Ihr habt DNA von allen Anglern, die hier schon mal an Bord ein PW gefangen haben. Nein, Quatsch. So. Ja, cheers. Hey. Cheers. Auf deinen dicken Zander. Geil. Na dann, Prost! David und Luis begießen ihren Zwischenerfolg. Wir beschließen diese Folge, die viel zu bieten hatte. Monkey Lures und Bite of Bleak liegen mit irrer Zanderpunktzahl und insgesamt sehr ähnlichen Boards an der Spitze. Tailwalk hat ebenfalls schon 2 gute, Adventure immerhin 2 passable Zettis auf der Karte. Für Fox Rage spricht ein jetzt schon herausragendes Hechtergebnis und Sunline, naja, Sunlines Auftakt lässt sich bis hierhin nur als Fehlstart bezeichnen. Ob Paolo und Christian sich am Nachmittag vom HV lossagen oder eine anderweitige taktische Offenbarung erleben, seht ihr am kommenden Sonntag auf diesem Kanal. Lasst uns einen Kommentar da und, wer nach dieser Episode heiß auf die nahende Hechtsaison ist, warum nicht mal mit einem soliden Big Bait nachrüsten? Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.